Das ist ein Original. Ich höre jedes Mal über das Gesülze. Ist das Original, ist das kein Original? Oh, Leute. Hey Freunde, Fragrance Dog wieder hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und für alle Neuen, gleich vorweg, bleibt hier und drückt die Glocke. Es würde mich natürlich freuen. Warum? Ich bin seit über 20 Jahren in Duft-Game. Das ist meine Leidenschaft. Schaut meine ganzen Videos, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und ja, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier bleibt. So, Ladykiller Düfte 2021 Teil 2. Ja, der erste ist sehr gut angekommen und die 10 sind natürlich nicht die einzigen und jetzt habe ich wieder die nächsten 10 und wir fangen auch gleich mal an. Der erste, Searcher of Erba Pura. Ja, ein Früchtecocktail von allerfeinsten. Oh, das ist schon... Ach, der Zweck ist sehr, sehr nice. Absolut sehr, sehr nice. Und da könnt ihr nichts mit falsch machen. Bei Frauen kommt er sehr gut an. Warum? Ich habe viel gehört, dass er wie ein älterer aus den 90ern, glaube ich, oder noch älter Escada-Duft riechen soll. Den kann man auch als Frau tragen, weil er ist sehr fruchtig, aber er passt zu einem Mann. Vor allen Dingen, wenn es kalt ist. Und ja, der ist sehr, sehr nice, wie ich immer so schön sage. Da liegt die Betonung auf nice. Habe ich lange nicht gesagt, den Satz. Und hier, ja, es ist einfach Fakt bei diesem Duft. Und er ist top. Haltbarkeit und Ausstrahlung 1A. Richtig nice. So, der nächste. Ja, Sararov Signature Pur. Ja, selbst der Duft. Ich habe mich heute rasiert, habe das Aftershave drauf und die Seife von diesem Duft. Einfach genial. Nicht den Duft, den trage ich heute nicht. Also nicht, ich habe mich nur rasiert damit, wie gesagt. Der Duft beinhaltet, wie ich sage, alles. Oldschool, Barbershop, fruchtig, etwas süß, dann wieder frisch, dann wieder oldschool, dann wieder, ja, das Moderne heute und wow, absolut geil. Das ist ein Duft von, hier riecht er ein bisschen seifig, sehr, sehr geil, absolut geil, ja, sehr, sehr nice und der Flakon auch. Ich kann immer noch nicht sagen, ob ich den Duft nach Deutschland bekomme. Es hängt viel ab. Es ist im Moment ja so ein bisschen, ich habe viel zu tun, George hat viel zu tun und so weiter und so fort. Corona, das Übliche, es nervt und da müssen ja auch noch andere Faktoren mitspielen. Ne? Ich habe ja keinen Parfümladen und so weiter und so fort. Wir werden mal sehen. Mal gucken, mehr kann ich nicht sagen im Moment, wie es läuft. Auf jeden Fall, wenn der hier rüber kommt, sehr geil. Zur Not, ich werde die Düfte alle unten verlinken. Da ist auch seine Seite verlinkt aus USA. So, der nächste. Parfüms de Marly Layton. Für mich bis jetzt der beste. Sehr geiler Duft. Und für alle Neuen, die jetzt wieder sagen, ja, so und so, der kommt direkt aus New York, aus dem Store. Also, das ist ein Original. Ich höre jedes Mal über das Gesülze. Ist das Original, ist das kein Original? Oh, Leute. Fast alle Erstauflagen schauen so aus. So, und das ist hier durch die Helligkeit auch so und so ein bisschen schwierig. Das steht hier schon. Moment. Und so weiter und so fort, Mann. So ein Quatsch. Auf jeden Fall ist das Original aus dem Store New York und fruchtig, süß. Richtig nicer Duft für die Bars, für die Clubs etc. pp. Natürlich, wenn es wieder auf ist. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und die Ladies lieben diesen Duft. Das ist auf jeden Fall klar. Damit könnt ihr überhaupt nichts falsch machen mit Layton. So, und mit den nächsten, mit denen könnt ihr seit 89, glaube ich, nichts falsch machen. Natürlich macht den nicht jetzt jeder mehr, aber er kommt, vor allen Dingen jetzt wird es ein bisschen, tragen ja nicht mehr so viele, und zwar Job Homme. So, Job Homme, egal jetzt ob die alte oder neue Version, die kommt einfach an, hat eine starke Haltbarkeit, ist natürlich penetrant süß. Die Kirschenote in Anführungsstrichen ist nicht mehr so drin. Ich habe natürlich auch viele Vintage-Versionen. Ich habe ja so viel Flanker von diesem Duft, weil das ist der Duft, mit dem ich groß geworden bin. Mit Roma natürlich. Roma war der erste, danach kam gleich er hier. Und ja, das ist der Duft und da gibt es immer noch Frauen, die ihn lieben. Ob jüngere, ob ältere, ob
Ne, lassen wir es lieber. Auf jeden Fall. Die Ladies stehen auf diesen Duft wirklich immer noch. Und das muss man erstmal hinkriegen. Überlegt euch mal, wie alt dieser Duft ist. Und der kommt immer noch wirklich sehr, sehr gut an. Sehr geil. Job Homme. So, der nächste ist Le Male Fresh, beziehungsweise Le Male in der Popeye Edition. Ihr könnt auch die Superman Edition nehmen, das ist dasselbe. Und wahrscheinlich kommt jetzt in Sommer wieder eine Version. Vielleicht, eventuell. Auf jeden Fall ist es immer dasselbe und der Duft ist richtig schön. Le Male in frisch und ist sehr, sehr beliebt. Ja, diese Kaugummi-Note ein bisschen in frisch. Wie heißen die früher? Da komme ich jetzt nicht drauf. Die Kaugummis auf jeden Fall. Oh. Ja, das ist nice und der kommt wirklich gut an. Alle kommen ja gut an. Das sind das Lady Kid. Das ist so automatisch drin, dass ich das immer sage, weil zum Beispiel auch viele auch mal schreiben, ja, bei dir kommen ja alle gut an. Ja, die kommen ja auch alle gut an. Deswegen kaufe ich, warum sollte ich Schrott kaufen? Soll ich jetzt irgendeinen Duft kaufen, der schlecht ist? Ja, ich kaufe den mal einfach. Ich mache ihn zwar nicht und er ist absolut Mist, aber ich kaufe ihn einfach mal. Macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen so, und ich will ja nur das Beste für euch und deswegen richtig cooler Kaugummi-Duft in dieser Version oder in der Superman-Version, wie auch immer. Sehr geil, kommt sehr gut an. So, der nächste ist, kommen wir dann zu einem Nischenduft und zwar Initio mit Rehab. Sehr geil. Das ist die Vollendung von Spice Bomb. Ist einfach so. Das bessere Spice Bomb. Spice Bomb Original ist geil. Spice Bomb Extreme ist geil. Ist geil. Aber das ist noch ein bisschen Luxus, mehr weicher, mehr tiefer, mehr geiler, mehr Zimt, mehr Vanille und so weiter. Der kommt richtig gut. Sehr geil. Absolut geil. Also das ist wirklich ein sehr geiler Duft. Wie gesagt, ich werde den unten verlinken, da gibt es dann auch Goodies zu. Schaut mal, sehr, sehr geiler Duft. Wow, Initio. Ja, das ist schon, und der Flakon, mir gefällt auch der Flakon. Ja, mit Weiß kann man das immer nicht so gut sehen in den Licht, aber was soll's. Sehr geiler Duft. So, jetzt kommt ein Duft, das ist ein Damenduft. Und zwar Shalimar von Guerlain, wie ich immer so schön sage. Warum Shalimar und warum ein Damenduft? Viele Männer, ganz viele Männer tragen diesen Duft. Ich auch, weil warum? Weil Männer eben Vanille mögen. So. Und das ist Vanille, blumig in Vollendung. Natürlich wurde der auch reformuliert. Die alte Version ist noch ein bisschen anders. Trotzdem geil. Und dadurch, dass der bei Frauen sehr beliebt ist. Und wenn du den als Mann trägst, ist ja klar, dass die Frauen diesen Duft an dir mögen. Oh, das ist einer der geilsten Vanilledüfte mit Blumigkeit und sehr geil. Das ist doch geil. Komm, ohne Scheiß jetzt. Ne? Das kommt vielleicht ein bisschen witzig rüber, aber ihr kennt mich so langsam. Ja, ich bin eigentlich viel verrückter noch. Crazy Dog werde ich auch oft genannt, nicht nur Dog. Das ist einfach so. Ich halte mich hier noch wirklich zurück. Vielleicht sollte ich mal ganz abdrehen, wie auch immer, weil es ist einfach so. Sehr geiler Duft. Ihr solltet das mal testen, auch als Mann. Also habt keine Angst, einen Frauenduft zu tragen, was in dem Fall Shalimar, da sagt keiner was. Da sagt keiner was. Außer die Leute, die keine Ahnung haben, die sagen vielleicht was. So, der nächste. Wieder Guerlain. Und zwar L'Homme Ideal Cologne. Ja, ich habe den schon gefeiert. Da habe ich so einige Backups von noch, weil der wurde eingestellt, aber es ist noch einiges auf dem Markt. Schlag zu. Früher hieß es immer, ja, der hält nicht, der riecht nicht so gut, ja, nur Zitrone. Und seitdem er eingestellt worden ist, feiern ihn alle. Das ist der Lieblingsduft von meiner Frau an mir, wenn ich ihn habe, denn es ist absolut Endstation. Ja, das ist... geil. Absolut frische Zitrone, zitrisch, einfach genial. Dann die Mandel so ganz leicht im Hintergrund. Oh, ist der geil. Wirklich. Also das ist wirklich von allerfeinsten. Den solltet ihr auf jeden Fall
noch zuschlagen, egal was für ein Preis. Natürlich ist die Haltbarkeit nicht so gut. Sorry. Die muss besser sein. Ist sie nicht. Wird sie auch nicht mehr werden, weil, wie gesagt, eingestellt. Aber viele holen sich den jetzt und sehr geiler Duft. So, der vorletzte, Armani Code, das Original. Ja, ich glaube, ich hatte im ersten Teil Armani Code Profumo. Ja, hier habe ich auf jeden Fall das Original und das ist eben, ja, Tonkabohne, Vanille, nur ein bisschen frischer, am Anfang würziger, aber dann auch süß. Aber das ist ein Duft, ich werde mich jetzt kurz halten, den kann man immer tragen, im Büro etc. Er ist ja auch nicht mehr so stark und nicht so penetrant wie das Profumo und er ist einfach beliebt. Ihr könnt natürlich das so, hier, guck mal hier, ich trage den, hier Lady, ich trage diesen Duft, dann sagen die viele, ja, geh mal weg. Aber wenn die das nicht wissen und ihr geht an dir vorbei, genau dieselbe Dame, die sagt dann, wow, nach was riechst du? Und dann sagst du, eben mochtest du mich noch nicht, jetzt auf einmal. Nein, aber ne, Armani kommt wirklich gut an. So, Punkt. Und der letzte, oder zu guter Letzt, ja, der Stinker, wie viele ihn nennen, ich finde ihn einfach nur genial, Chorus. So, und da ist was drin, da war früher was drin. Damit hat man Sex gemacht früher. Was auch immer, alles. Egal, ob der nach Zibet oder Urin oder was die alle sagen riecht, das ist immer noch ein Monster. Natürlich mehr blumiger als, sag ich mal, Zibet. Also viele sagen einfach, es riecht nach WC-Stein, das finde ich bla, weil nochmal riecht man an einen WC-Stein und dann an den Duft. Urin kommt natürlich hin, weil durch die Zibet drin und so weiter, der ist sehr animalisch, der geht noch. Der alte habe ich auch noch, der hat viel mehr, das ist ja viel mehr animalisch etc. Auf jeden Fall, damit könnt ihr nichts mit falsch machen, wenn ihr auf so eine Düfte steht oder wenn ihr einfach ja eine heiße Mutti abschleppen wollt. Oh, das ist jetzt nicht negativ gemeint, ne? Also falls jetzt Damen zugucken, das meine ich damit nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, wie der Dog es meint. Dann Chorus, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Oder wie bei American Pie Teil 1, wo sie auf Stiflers Mom gucken. Stiflers Mom. Absolut geil. Ja, Leute, das waren auf jeden Fall Lady Killer Teil 2. Mal gucken, ob Teil 3 noch kommt, weil es gibt ja nur mal einige, die wirklich sehr geil bei Frauen ankommen, wo die Frauen sagen, wow, das ist nice. Und das war jetzt Teil 2. Und wie gesagt, ich werde die unten verlinken. Und dann bleibt gesund und schaut wieder bei meinem nächsten Video rein. Macht's gut. Fragrance Dog.